Heute stelle ich dir eine Software vor, von der du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Aber die Funktionsliste, die liest sich wie der Wunschtraum jedes Solopreneurs. Angebote und Rechnungen schreiben, Kundenverwaltung oder auch CRM genannt, Integration externer Mitarbeiter, Aufgaben- und Projektverwaltung, Zeiterfassung, Terminplanung, E-Mail und Newsletter und auch E-Mail-Serien oder Drip-Campaigns, wie man das nennt, ein Online-Portal zur Zusammenarbeit mit dem Kunden, Dateiablage für Team und Kunden, Verträge, digitale Unterschriften, integrierter Teamchat, Formulare zur Einbindung auf der eigenen Webseite und automatisierte Abläufe. Wow, das ist wirklich eine ganze Menge. Was das bedeutet? Ja, mit dieser einen Software kannst du die Kernfunktionen von bekannten Lösungen abdecken, wie zum Beispiel LexOffice, Slack, Asana, Dropbox, Mailchimp, Basecamp, Typeform oder Toggle zur Zeiterfassung. Nicht nur, dass man dadurch Kosten einspart, viel wichtiger ist vielleicht, dass du, dein Team und deine Kunden nicht ständig zwischen verschiedenen Softwarelösungen hin und her wechseln müssen. Und dadurch ist natürlich auch die Einarbeitung in das System einfacher. Mein Name ist Marco. Willkommen auf meinem Kanal 56K. Früher war alles langsamer. Ich helfe Einzelkämpfern, kleinen und mittelgroßen Unternehmen durch Coaching, Beratung, Konzeption und technische Umsetzung. Klicke doch auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, um immer als Erster über neue Videos informiert zu sein. So, jetzt aber ab an den Rechner. Lass uns mal in SweetDash reinschauen. So, hier sehen wir erstmal die Webseite der Software sweetdash.com. Die Seite ist lediglich auf Englisch verfügbar, genauso auch die Software an sich. Das Gute ist aber, im Gegensatz zu anderen Lösungen, die wirklich nur in Englisch verfügbar sind, hat man bei SweetDash die Möglichkeit, die Oberfläche selbst zu übersetzen. Das ist ein bisschen Arbeit, ich habe das aber schon gemacht. Das heißt, wenn ich euch dabei unterstützen kann, SweetDash für euch und euer Unternehmen einzurichten, dann bekommt ihr von mir auch die Texte, die vom Englischen ins Deutsche übersetzt sind. Danach hat man eine, ja, ich würde mal sagen 98% übersetzte Oberfläche. Es gibt immer noch einige Texte, die nicht übersetzbar sind. Schauen wir uns erstmal kurz die Webseite an. Wir können also hier 14 Tage kostenlos das Ganze ohne Kreditkartendaten eingeben zu müssen testen. Wir haben hier den Hinweis, dass die Software GDPR-kompatibel ist, beziehungsweise compliant. Genauso würde das auch bedeuten für uns in Deutschland, dass wir die Software nutzen können und damit auch die DSGVO-Richtlinien einhalten können. Ist sogar HIPAA-compliant. Das hat damit zu tun, wenn man mit medizinischen Daten umgehen muss und so weiter. Es gibt eine ISO-Zertifizierung, das können alles Dinge sein, die wichtig sind, wenn ihr SweetDash einsetzt und euren Kunden gegenüber argumentieren wollt oder müsst, dass ihr sichere Software einsetzt. Dann ist es wichtig, wenn man den Kunden das auch nachweisen kann. Ja, die Software oder die Webseite an sich beschreibt dann hier kurz den Überblick, was man alles an Software ersetzen kann durch SweetDash. In meiner Einleitung habe ich ja einiges davon schon aufgezählt. Dann ist interessant hier die Kostenübersicht. Das finde ich auch ganz spannend. Links sind dann einige oft genutzte Softwarelösungen zusammengezählt mit den Kosten für 1, 5 und 10 Personen, was man da an Lizenzkosten monatlich so hinblättern muss. Und die totalen Kosten hier sind dann aufsummiert und gegenübergestellt ist dann hier die teuerste Version von SweetDash, nämlich $99 pro Monat. Und zwar egal, wie viele Personen ihr dann in euer Netzwerk oder in eure Software mit aufnehmt. Der Preis bleibt immer gleich. Das ist schon mal eine gute Sache. Ist also sehr gut kalkulierbar. Die Preise hier, gut, ist mit Vorsicht zu genießen. Viele dieser Softwarelösungen, wie zum Beispiel Dropbox oder Asana, können, wenn man alleine ist, auch in abgespeckter Version kostenlos genutzt werden. Meistens bei professionellem Einsatz muss man, wenn das Unternehmen wächst, dann doch
mal upgraden auf eine kostenpflichtige Version und dann reicht meist auch nicht mehr die Ein-Personen-Version, sondern man muss halt eben dann für sein Team und seine externen Mitarbeiter auch entsprechend dann eine Lizenz kaufen und dann summiert sich das schon und kann dann relativ teuer werden. Und da kann SweetDash auch helfen, ein bisschen die Kosten gering zu halten. Ja, dann wird hier vorgestellt, was man alles so nochmal machen kann. Auch interessant, 100% White Label. Das heißt, das Portal, das Kundenportal, das du hast für deinen Kunden, ist also komplett gestaltbar in Sachen Farbgebung und Logo, das gezeigt wird. Also wenn dein Kunde mit dir kommuniziert über das Portal oder du Mails sendest über das Portal bzw. automatisierte Mails rausgehen, dann ist nicht erkennbar, dass das Ganze von SweetDash gesendet wird oder über SweetDash. Du kannst sogar halt auch eine eigene Domain angeben. Zum Beispiel bei mir wäre es portal.micheliwebengineering.de. Unter der Adresse können meine Kunden und meine Mitarbeiter halt das Portal erreichen, sich einloggen und erleben halt also komplett eine White-Label-Lösung, die gebrandet ist auf mein Unternehmen. Time-Tracking ist auch so ein Ding, das halt oft, gerade wenn man mit Kunden zusammenarbeitet und zeitbasiert abrechnen muss in manchen Projekten, ist es halt super, wenn du im Projektmanagement und für deine Rechnungsstellung dann gleich deine getrackte Zeit in eine Rechnung umwandeln kannst und der Kunde das doch auch im Projekt schon gleich mitverfolgen und dort seine Rechnung sehen kann. So, ich werde jetzt mal einen Testaccount anlegen und wenn ich damit durch bin, sehen wir uns gleich nochmal hier und dann zeige ich dir mal die Oberfläche. So, also ich habe jetzt mal eine E-Mail-Adresse von mir registriert als Demo und wenn man dann die E-Mail bekommen hat, klickt man auf den entsprechenden Link und gelangt dann zu dieser Maske. Dort gibt man die persönlichen Daten ein, die man vervollständigt und dann kann man schon das Ganze absenden. Wenn du hier auf dein Profilbild klickst, dann klappt dieses Menü für die Einstellungen auf. Du kannst deine persönlichen Settings ändern, du kannst deine Firmeneinstellungen ändern, upgraden auf einen Bezahl-Account. Im Moment befinden wir uns ja in einem vollständig funktionalen Account und zwar in der Pinnacle-Version. Das zeige ich dir auch mal kurz hier auf der Pricing-Seite. Gibt es halt 3 verschiedene Preispläne. Und in der kleinsten Version hast du die Grundfunktionalitäten. Die Basis ist hier wirklich schon drin. Mit Thrive und mit Pinnacle letztendlich kannst du dann die ganze Sache nach Bedarf aufbohren. Wenn man sieht, wie viel man eigentlich sparen kann durch den Ersatz anderer Softwareprodukte, dann ist das wirklich nicht übertrieben, diesen Preis hier zu zahlen. Erstmal zum Dashboard, das haben wir gerade nach dem Login schon gesehen. Da gibt es einen Haufen Informationen, wo man sich durchklicken kann und schauen kann, was gibt es alles hier, was kann ich eigentlich mit der Plattform machen. Ist eigentlich ganz toll, dass man da mehr als genug Informationen hat, um den ersten Einstieg zu schaffen. Dann die Kalenderfunktionalität, der eigene Kalender, wo du quasi deine Tickets oder deine Tasks drauf sehen kannst, Besprechungstermine, die du hast und so weiter, kannst du hier sehen. Dann gibt es das CRM, Kontakte, Circles, Events, Deals. Kontakte sind halt Personen und oder Firmen, kann man sagen. Also das ist auch ein großer Vorteil von SweetDash meiner Meinung nach. Du kannst nämlich die Software so einstellen oder verschieden einstellen, ob du mit einzelnen Personen als Kunden arbeitest oder ob du eigentlich in der Regel mit Firmenkunden arbeitest, wo du innerhalb dieser Firma dann einen Hauptansprechpartner hast, aber möglicherweise auch noch andere Personen zu dieser Firma gehören. In den Settings des CRM kann man festlegen, habe ich jetzt als Kunden, sind das Einzelpersonen oder sind es Unternehmen? Und je nachdem verhält sich dann das CRM ein klein wenig anders. Aber selbst wenn du dich dafür entscheidest, mit Unternehmen hauptsächlich zu arbeiten, bist du nicht beschränkt, wie du mit Einzelpersonen innerhalb des CRMs verfährst. Also du kannst weiterhin auch eine Einzelperson anlegen, zu der
kein Unternehmen gehört oder die keinem Unternehmen angehört. Ja, dann Deals zum Beispiel, das ist dann sowas wie eine Sales Pipeline. Dann gibt es den Bereich Billing, da gibt es halt Rechnungen, Schätzungen bzw. Angebote. Du kannst, und das ist auch interessant, Invoice Profiles anlegen. Das heißt, es gibt gewisse Profile, sozusagen Vorlagen für Rechnungen, die du anlegen kannst, die dann sozusagen, wenn du ein neues Angebot erstellst, kannst du darauf zurückgreifen und die Daten werden dann schon entsprechend vorausgefüllt, die Produkte, die dazugehören und so weiter. Dann ist auch interessant im Bereich Billing, dass es bei den Profiles hier auch Plans gibt, also Pläne, sprich, du kannst halt Abo-Modelle verwalten. Und unter Subscriptions siehst du dann quasi eine Liste aller Kunden, die einen dieser Pläne bei dir gebucht haben. So hat man einen wirklich guten Überblick, wenn man das entsprechend pflegen möchte oder automatisiert auch Rechnungen rausschicken will auf Basis einer regelmäßigen Rechnungserstellung, ohne dass man sich pro Kunden immer wieder und jeden Monat nochmal neu drum kümmern muss. Hier Verträge, da kannst du halt Verträge hinzufügen, die du einem Kunden zuweist. Mit der Maus kann er tatsächlich dann digital dort seine Unterschrift reinmalen und den Vertrag als unterschrieben absenden. Du wirst informiert und der Vertrag ist damit auch rechtsgültig geschlossen. Dann gehen wir mal in den Bereich Projekte. Da gibt es halt eine Projektübersicht. Für ein Projekt hast du dann auch einen einzelnen Projektkalender. Es gibt einen Bereich Dateien für jedes Projekt, wo du Dateien hinterlegen kannst, wo dein Kunde Dateien hinterlegen kann. Dann die Liste der eigenen Tasks kann man sich hier anschauen. Man kann eine Übersicht aller Tasks sehen. Es gibt Work Requests. Das ist auch ein ganz interessantes Feature eigentlich, das ich hier selbst noch nicht ausführlich genutzt habe und auch noch nicht eingeführt habe. Bei meinen Kunden will ich aber in Zukunft tun, denn da können die Kunden hier über die Plattform quasi frei oder auch nach festgelegten Formularen, die du erstellst, dir gewisse Arbeitsaufträge direkt hier über SuiteDash erteilen oder Arbeiten anfragen, die du dann beantworten oder ein Angebot darauf schreiben kannst oder direkt abarbeiten kannst. Der Bereich Marketing ist dann für Kampagnen und Mailings. Das heißt, du legst dir E-Mail-Templates an und kannst dann daraufhin Kampagnen fahren, die dann an alle Kunden geschickt werden oder an nur gewisse Kunden. Dafür gibt es die Funktion der Kreise im CRM. Man kann also Circles oder Kreise anlegen und sagen, okay, alle meine Webhosting-Kunden zum Beispiel kommen in den Circle oder in den Kreis Webhosting. Und wenn du dann ein Mailing machst, kannst du sagen, diese Mailing-Kampagne soll jetzt nur an Kunden gehen, die bei mir Webhosting haben. Dann gibt es Pages. Pages, das ist eigentlich das, was sich als hinter dem Kundenportal verbirgt. Allerdings kannst du auch für deine eigenen Mitarbeiter, und das nennt sich dann Knowledge Base, also Wissensdatenbank, hier Seiten anlegen. Das heißt, Portal-Pages sind für Kunden gedacht. Da legst du Seiten an oder eine Seitenstruktur mit einer eigenen Navigation, wo der Kunde auch wieder auf Basis von Kreisen oder Circles oder eine Kundengruppe sich informieren kann. Du kannst auch solche Pages nur für ein Projekt oder nur für einen einzelnen Kunden anlegen und nur genau dieser Kunde hat auch dann Zugriff darauf, sodass du zum Beispiel Dokumentationen hinterlegen kannst, die nur für Kunden sichtbar sind, die auch genau das passende Produkt gekauft haben. Das wäre so ein Anwendungsfall. Die Knowledge Base für Mitarbeiter ist halt sinnvoll, wenn Support-Anfragen reinkommen, dass deine eigenen Mitarbeiter hier in der Wissensdatenbank sozusagen die Antworten nachschlagen können, Antworttexte rauskopieren können für die Mails oder halt einfach auch beim Telefonsupport schnell Antworten auf häufig gestellte Fragen der Kunden herausfinden können. Workspaces ist ein relativ neues Feature und ich glaube auch noch als Beta so ein bisschen gehandelt. Da kannst du dann für dein Unternehmen auch nochmal gewisse Workspaces, also Arbeitsbereiche für einzelne Abteilungen aufbauen, wo dann nur Mitarbeiter einzelner Abteilungen dann entsprechende Informationen ablegen und dokumentieren können. Der Bereich Files, das ist jetzt schon hier so eine standardmäßige Ordnerstruktur.
Alles, was mit Kundendateien zu tun hat, findet man hier. Hier findet man sämtliche Projekte mit allen Dateien. File Requests, das sind halt Abläufe, die du gebaut hast, um zum Beispiel, wenn du, sagen wir mal jetzt auch aus meinem Bereich, ein Webdesign-Projekt hast für einen Kunden und du brauchst von ihm, was oft vorkommt, das Logo als Vektordatei. Dann kannst du hier sagen, okay, ich baue mir einen Workflow auf. Der Kunde bekommt eine Nachricht, der bekommt dann, wenn er da draufklickt, ein Formular. In diesem Formular muss er die von dir nötigen Informationen ausfüllen oder eine Datei hochladen, diesen Request abschicken und dann findest du alle deine Requests und die dazugehörigen Dateien und Daten, die der Kunde eingegeben hat, hier. Ja, Folder Profile, das kannst du Ordnerprofile anlegen, sozusagen eine Ordnerstruktur, die im Falle eines Projektes immer verwendet wird. Dann gibt es den Bereich Forms, das sind halt zum Beispiel ein CRM-Intake, das heißt, der Formulartyp CRM-Intake ist dafür da, dass du einen neuen Datensatz in dein CRM übernimmst, indem du ein Formular auf deine Webseite integrierst und sobald jemand das Formular absendet, erscheint er in deinem CRM automatisch jetzt als neuer Interessent. Du hast die Daten, die im Formular abgefragt wurden und kannst jetzt innerhalb von SweetDash sofort weiterarbeiten. Man kann veranlassen, dass der Kunde danach oder beim Ausfüllen des Formulars automatisch auch eine Einladung in das Kundenportal bekommt und direkt Zugriff hat und du ihm dann Angebote senden kannst und so weiter. Sehr schöne Sache. Dann die Flows. Die Flows sind die sogenannten Arbeitsabläufe, die man automatisieren kann. Dann gibt es den Bereich Messaging. Das ist so eine Art, ja, Private Message oder private E-Mail-System, das hier innerhalb von SweetDash funktioniert. Das heißt, dein Kunde kann dir hier eine Nachricht senden. Du bekommst die in dein persönliches Postfach innerhalb von SweetDash und du kannst die dann auch beantworten. Der Vorteil ist, in den Standardeinstellungen gehen keine E-Mails raus oder über fremde Server, die den Text beinhalten, der dann in dieser Message drin steht. Das erhöht natürlich die Sicherheit. Wenn dein Kunde dir zum Beispiel Zugangsdaten schicken will und benutzt hier dieses SweetDash Messaging Tool, dann gehen diese Zugangsdaten nicht aus deiner SweetDash-Plattform raus. Du bekommst zwar eine E-Mail, aber nur mit der Information, dass dein Kunde dir eine neue Nachricht innerhalb von SweetDash gesendet hat und dann musst du hier reinschauen, um den Inhalt zu sehen. Das ist zumindest die Standardeinstellung. Das kann man auch so einstellen, dass der komplette Nachrichteninhalt dir auch in deiner E-Mail mitgesendet wird, in deiner Benachrichtigungs-E-Mail. Aber wenn man mit geheimen oder sensiblen Daten arbeitet, sollte man diese Funktion natürlich in der Standardeinstellung lassen, damit die Sicherheit der Daten gewährleistet bleibt. Canned Responses, das sind sozusagen Vorlagentexte, die du hier hinterlegen kannst, die du und deine Mitarbeiter dann benutzen können als Textbausteine, sozusagen um Nachrichten von Kunden schnell und bequem beantworten zu können. Ja, und dann sind wir hier unten schon bei den Settings, wo du dann zu jedem der einzelnen Bereiche, die wir jetzt durchgegangen sind, nochmal direkt auf die Settings zugreifen kannst. Ja, das ist so der Überblick über SweetDash und die Möglichkeiten, die du damit hast. Ich hoffe, du konntest Nutzen aus dem Video und diesem Überblick ziehen und ich konnte dir SweetDash ein bisschen näher bringen. Würde mich freuen dann, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt für das Video. Denk auch bitte daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzuticken, damit du immer über neue Videos informiert wirst. Das war's für jetzt. Ich danke dir fürs Zuhören und Zuschauen. Wir hören uns.